Ich heiße Anna. Und bevor irgendjemand fragt, nein, ich war nicht die Komische. Ich war nicht laut, nicht provokant, nicht schwierig. Ich war einfach nur das Mädchen mit 2 Brillen. Eine für die Nähe, eine für die Ferne. Manchmal trug ich beide mit mir herum, weil ich nie wusste, wann ich sie wechseln musste. Und genau das reichte. An der Universität reicht manchmal schon ein kleines Detail, um markiert zu sein. In den ersten Wochen versuchte ich, unsichtbar zu bleiben. Ich setzte mich immer in die 2. oder 3. Reihe. Nicht ganz vorne, zu auffällig, nicht ganz hinten, dort flüsterten sie. Wenn der Professor etwas an die Tafel schrieb, musste ich die Fernbrille aufsetzen. Wenn ich mitschreiben wollte, wieder wechseln. Dieses kleine Ritual dauerte nur Sekunden. Aber jedes Mal wurde es beobachtet. »Schon wieder«, flüsterte jemand. »Hat sie keine Augen oder was?« Gelächter. Ich tat so, als würde ich es nicht hören. Aber mein Körper hörte es. Mein Magen zog sich zusammen, meine Schultern wurden schwer. Einmal ließ ich die falsche Brille auf. Die Buchstaben verschwammen. Ich blinzelte, rieb mir die Augen. »Kannst du nicht richtig lesen?« Die Stimme kam von hinten. Ich spürte, wie mir die Hitze ins Gesicht stieg. Ich verließ den Hörsaal. Nicht dramatisch, nicht laut. Einfach aufstehen, Tasche nehmen, rausgehen. Auf der Toilette weinte ich, leise, so dass niemand es hörte. Das passierte nicht nur einmal. Manchmal war es ein Kommentar, manchmal ein Blick, manchmal einfach dieses Gefühl, dass ich nicht dazugehöre. Partys? Ich sah sie nur auf Instagram. Fotos von gemeinsamen Abenden, von Lachen, von Nähe. Ich war nie eingeladen. Nicht einmal aus Höflichkeit. In Gruppenarbeiten blieb ich übrig, wenn alle anderen schon verteilt waren. Nicht, weil ich schlecht war, sondern weil ich anders war. »Anna ist nett«, sagte einmal jemand. Das war alles. Eines Tages nach einem besonders schlimmen Seminar stand ich auf und ging mitten im Satz des Dozenten. Ich hörte noch, wie jemand sagte, »Schon wieder die mit den Brillen.« Draußen regnete es. Feiner, kalter Regen, der alles grau machte. Ich hatte keinen Schirm. Ich wollte einfach nur nach Hause. Meine Brillengläser beschlugen, dann wurden sie nass. Ich wischte sie mit dem Ärmel ab, aber es wurde schlimmer. Ich weinte. Nicht laut, aber genug, um nichts mehr richtig zu sehen. Der Weg nach Hause war mir vertraut. Ich ging ihn jeden Tag. Doch an diesem Tag achtete ich nicht auf den Boden, nicht auf meine Schritte. Dann war da dieses Loch. Ein kleines Schlagloch im Gehweg, kaum sichtbar. Ich trat hinein. Ich stolperte, rutschte, fiel. Der Aufprall war hart. Mein Kopf schlug auf. Ein stechender Schmerz durchzog meinen Körper. Ich hörte Stimmen. Dann nichts mehr. Als ich aufwachte, war alles weiß und still. Ein Krankenhauszimmer. Mein Kopf war schwer, mein Körper fühlte sich fremd an. Eine Krankenschwester bemerkte, dass ich wach war. »Sie hatten Glück«, sagte sie. Eine Gehirnerschütterung, ein paar Prellungen, aber nichts Lebensgefährliches. Ich wollte nach meinen Brillen fragen, doch meine Stimme war zu schwach. »Ruhen Sie sich aus«, sagte sie. »Wir kümmern uns um alles.« Die nächsten Tage verschwammen. Besuche hatte ich keine. Ich lag da und dachte. Über die Uni, über die Blicke, über das Gefühl, ständig falsch zu sein. Am 3. Tag kam ein Arzt. Er sah meine Akte an und runzelte die Stirn. »Ihre Sehwerte?«, begann er. Ich wartete. »Wir haben mehrere Tests gemacht«, sagte er langsam. »Und ehrlich gesagt, Sie sind normal.« Ich lachte kurz. Dann merkte ich, dass er es ernst meinte. »Wie bitte?« »Ihre Augen zeigen keine Auffälligkeiten mehr«, sagte er.
Keine Kurzsichtigkeit, keine Weitsichtigkeit. Ich setzte mich auf, langsam, vorsichtig. »Das ist nicht möglich«, sagte ich. »Ich trage seit Jahren Brillen.« Er nickte. »Manchmal«, sagte er, »reagiert der Körper auf Stress auf eine Weise, die wir nicht vollständig erklären können.« Ich sah ihn an. Ohne Brille. Und zum ersten Mal seit Jahren sah ich klar. Die Konturen, die Farben, sein Gesicht, alles war scharf. In diesem Moment wusste ich noch nicht, was das bedeuten würde. Aber tief in mir spürte ich etwas Neues. Nicht Freude, nicht Triumph, sondern Stärke. Als ich das Krankenhaus verließ, trug ich zum ersten Mal seit Jahren keine Brille in meiner Tasche. Nicht die für die Nähe, nicht die für die Ferne, keine Ersatzbrille, kein Etui, nur ich. Und ehrlich? Das fühlte sich nicht wie ein Wunder an, es fühlte sich an wie ein gefährliches Geheimnis. Denn ich wusste sofort, was passieren würde, wenn ich damit zurück an die Uni gehe. Die gleichen Menschen, die mich monatelang ausgelacht hatten, würden plötzlich hinschauen. Nicht aus Freundlichkeit, aus Überraschung, aus Neugier, aus Rechenlust. Und ich hatte keine Lust mehr, mich klein zu machen. Die ersten 2 Tage zu Hause waren wie ein Test. Ich stand auf, ging zum Fenster, sah die Straßenschilder klar, las eine Nachricht auf meinem Handy, ohne zu blinzeln, sah den Text auf einem Zettel am Kühlschrank, ohne den Kopf zu drehen. Jedes Mal wartete ich darauf, dass die Unschärfe zurückkommt, aber sie kam nicht. Am 3. Tag ging ich wieder auf den Campus. Ich hatte mir vorgenommen, es ruhig anzugehen. Keine dramatische Rückkehr, kein Statement. Einfach hingehen, in den Hörsaal setzen, lernen. Doch sobald ich das Gebäude betrat, merkte ich, das wird nicht ruhig, weil ich nicht mehr dieselbe Anna war. Die Universität roch noch genau gleich. Kaffee, Regenjacken, Papier, alte Flure. Aber ich ging anders, gerader, wach. Und dann sah ich sie. 3 Leute aus meinem Seminar. Die immer gelacht hatten, wenn ich die Brille wechseln musste. Die mir nie einen Platz frei hielten. Die schon wieder die mit den Brillen flüsterten, als wäre ich ein Running Gag. Sie standen am schwarzen Brett und redeten. Als ich an ihnen vorbeiging, hörte ich, wie einer sagte: »Ey, Anna?« Ich drehte mich um. Ihr Blick wanderte automatisch zu meinem Gesicht, zu meinen Augen und dann wieder hoch, als würden sie nach der Brille suchen, die da nicht mehr war. Es war ein winziger Moment, aber er war perfekt. »Wo ist denn deine?« begann eine von ihnen. Ich lächelte. Nicht nett, nicht böse, einfach ruhig. »Welche?« Sie blinzelte. »Na, deine Brille?« »Ich brauche keine mehr«, sagte ich. Das war alles. Aber ich schwöre dir, in ihren Gesichtern passierte etwas. Als hätte jemand eine Geschichte beendet, an der sie sich monatelang unterhalten haben. Und plötzlich wussten sie nicht mehr, wo sie stehen. Ich ging weiter. Mein Herz schlug schneller, aber nicht aus Angst. Es war eher Genugtuung. Nicht, weil ich gewonnen hatte, sondern weil sie nicht mehr wussten, wie sie mich behandeln sollen. Im Hörsaal wurde es noch deutlicher. Ich setzte mich, diesmal in die erste Reihe. Ganz vorne. Dort, wo ich mich früher nie hingetraut hätte. Und ich sah alles. Die Tafel, die Folien, den Professor. Ohne Brille, ohne Blinzeln, ohne das hektische Wechseln, das immer Aufmerksamkeit gezogen hatte. Ich hörte ein Flüstern hinter mir. »Ist das Anna? Warum trägt sie keine Brille? Hat sie Linsen? Vielleicht hat sie sich operieren lassen.« Ich schrieb einfach mit. Der Professor stellte eine Frage. Etwas, worauf normalerweise niemand sofort antwortet. Früher hätte ich den Blick gesenkt. Diesmal hob ich die Hand. »Die Definition ist nicht ganz vollständig.
sagte ich, als ich dran war. Man muss den zweiten Teil berücksichtigen, sonst stimmt das Beispiel nicht. Der Professor schaute mich an, überrascht, dann interessiert. Sehr gut, sagte er. Genau. Das war kein Applaus. Nur 2 Worte. Aber ich spürte, wie hinter mir jemand unruhig wurde. Die Leute, die mich monatelang wie ein Witz behandelt hatten, mussten gerade zuschauen, wie ich ernst genommen wurde. Und ich genoss nicht die Anerkennung. Ich genoss ihre Stille. In der Pause kam der erste Versuch. Eine aus der Gruppe, nennen wir sie Mira, stellte sich neben mich, als wäre nie etwas gewesen. »Hey, Anna«, begann sie süß. »Krass, dass du wieder da bist. Alles okay bei dir?« Ich sah sie an. Ich hätte nett sein können. Ich hätte so tun können, als wären die letzten Monate nur Missverständnisse gewesen. Aber ich hatte im Krankenhaus gelernt, dass Höflichkeit oft nur eine andere Form von Selbstverleugnung ist. »Ja«, sagte ich ruhig. »Und bei dir?« Sie lächelte unsicher. »Ich hab gehört, du warst im Krankenhaus.« »Ja«, sagte ich. Pause. Sie wartete auf Details, auf eine Erklärung, auf die alte Anna, die sich rechtfertigt, damit andere sich besser fühlen. Ich gab sie ihr nicht. Stattdessen sagte ich, weißt du, was das Interessante ist? Als ich im Krankenhaus war, hat sich niemand gemeldet. Ihr Lächeln fror ein. Ich, begann sie. Ich hob leicht die Hand, als würde ich die Szene stoppen. Ist okay, sagte ich. Ich merke mir nur Dinge. Dann ging ich. Diese 2 Sätze waren meine erste Abrechnung. Keine Beleidigung, keine Szene. Nur ein Spiegel. Später kam die nächste. Gruppenarbeit. Der Dozent teilte uns ein. Und diesmal landete Mira ausgerechnet in meiner Gruppe. Ich hörte, wie jemand leise stöhnte. Nicht ich. »Anna, du kannst doch bestimmt«, begann einer. »Die Präsentation machen? Du bist ja jetzt so...« sowas? Ich unterbrach freundlich, aber kalt. »Wir teilen fair auf. Jeder macht einen Teil. Und ich entscheide nicht allein, wer was tut.« Ein paar Sekunden Stille. Das war neu. Früher wäre ich eingesprungen, hätte alles gemacht, damit es keinen Stress gibt, damit ich gebraucht werde. Diesmal nicht. Als Mira ihren Teil nicht vorbereitete und am Tag der Präsentation improvisierte, schaute sie panisch zu mir, als wollte sie, dass ich sie rette. Ich sah sie an und sagte nichts. Ich hielt meinen Teil perfekt, ruhig, klar. Als sie dran war, stotterte sie, sprang, verhedderte sich, nicht weil ich sie sabotiert hatte, sondern weil ich aufgehört hatte, sie zu tragen. Nach der Präsentation zog der Dozent die Augenbrauen hoch. »Anna«, sagte er, sehr stark. Und dann, ganz beiläufig, der Rest der Gruppe sollte sich ein Beispiel nehmen. Mira wurde rot. Und ich? Ich atmete. Das war der Moment, in dem ich verstand. Meine neue Stärke war nicht, dass ich ohne Brille sehen konnte. Meine neue Stärke war, dass ich mich nicht mehr klein machte, damit andere sich groß fühlen. Ein paar Tage später, auf dem Weg aus dem Seminar, hörte ich hinter mir ein leises »Sorry«. Ich blieb stehen. Es war Mira. Sie sah nicht mehr überlegen aus, eher müde. »Wegen früher«, sagte sie, »das mit den Brillen und so.« Ich schaute sie an. Nicht wie ein Opfer. Nicht wie eine Siegerin. Wie jemand, der endlich seine Grenzen kennt. »Ich nehme das zur Kenntnis«, sagte ich. Das war alles. Sie wirkte irritiert. Vielleicht hatte sie Vergebung erwartet. Oder Drama. Aber das hier war besser, Konsequenz. In den Wochen danach passierte etwas Interessantes. Die Leute behandelten mich anders. Nicht unbedingt freundlicher, aber vorsichtiger.
Und ja, plötzlich bekam ich Einladungen. Hey, wir gehen heute Abend was trinken, willst du mit? Wir machen am Wochenende was, kommst du? Früher hätte ich sofort ja gesagt. Aus Hunger nach Zugehörigkeit. Diesmal fragte ich mich, wollen Sie mich wirklich dabei haben? Oder wollen Sie nur keine Schuld fühlen? Also wählte ich aus. Ich ging zu einer Veranstaltung, saß da, hörte zu, lachte sogar einmal wirklich. Und als jemand einen Witz über Brillenmenschen machte, wurde es kurz still. Alle sahen mich an. Ich lächelte und sagte ganz ruhig, witzig. Früher war ich genau deswegen jeden Tag am Weinen. Die Luft fror. Keiner lachte. Und ich merkte, das war meine endgültige Rückkehr. Nicht ohne Brille, sondern ohne Angst. Denn ich war nicht mehr die Anna, die den Hörsaal weinend verlässt. Ich war die Anna, die sitzen bleibt und die anderen lernen lässt, wie sich Konsequenzen anfühlen. Und manchmal dachte ich, ist das einzige echte Wunder, dass du nach allem wieder gerade stehen kannst und klar siehst. Nicht nur mit den Augen, sondern mit dir selbst.